Paperless Nginx ist in der Version 3 Beta, Release-Kandidat 1 herausgekommen und hier auf GitHub sehen wir den Changelog. In diesem Video möchte ich mit euch Schritt für Schritt eine getrennte Testinstanz per Docker aufsetzen und danach können wir uns ein paar der Neuerungen der Version 3 anschauen. Wer Paperless nicht kennt, Paperless ist ein Open-Source DMS-Programm, was ihr auf eurem eigenen Server mit Docker und Docker Compose hosten könnt. Auf meinem Kanal findet ihr auch Videos, wie man Paperless installiert und wie man ein Backup für Paperless anlegt. Wichtig ist hier, dass ihr nicht eure produktive Umgebung umziehen lasst. Von Paperless Version 2 auf Paperless Version 3 wird eine Datenbank-Migration durchgeführt. Falls sich irgendwas noch in der Beta ändern sollte, hängt ihr im schlechtesten Fall mit einer Installation fest, die ihr nicht sauber zurückdrehen könnt. Also bevor ihr eure laufende Instanz wirklich updatet, solltet ihr definitiv ein Backup machen. Guckt euch dazu mein Video an, wie man ein Backup in Paperless Nginx erstellen könnte. Auch hier hat Sharmon, der Entwickler von Paperless Nginx, geschrieben, dass er davon absehen würde, die Produktivumgebung umziehen zu lassen. So, was ich jetzt als erstes mache, ist mir zu überlegen, auf welchem Server ich das Ganze aufsetzen möchte, und ich möchte das jetzt hier auf meinem Ugreenas testen. Ich erstelle auf meinem Ugreenas ein neues Docker-Projekt. Was ich aber erst einmal brauche, ist eine neue Ordnerstruktur für dieses Projekt. In meinem Docker-Ordner erstelle ich den Ordner Paperless 3 und in Paperless 3 brauche ich ein paar Unterordner. Und zwar brauche ich auch hier den Ordner DB, ich brauche den Ordner Data, ich brauche den Ordner Cache, ich brauche den Ordner Consume, ich brauche den Ordner Media und im Prinzip könnte ich mir jetzt noch einen Ordner Backup anlegen. Ansonsten glaube ich, dass das war. Ich gehe einmal zur Webseite deploy.de und hier gehe ich zum Blog und gucke mir an, wie man Paperless auf einem Synology NAS installieren kann, weil das genauso funktioniert. Und hier gehe ich zu dem Docker Compose Generator. Jetzt ist hier mein Volume-Pfad, aber // und der Inbox-Pfad ist in meinem Fall /consume. Diesen Port 8010 lasse ich hier gleich. Hier kann ich ein Postgres-Passwort festlegen. Ich lege hier das Passwort, mein Passwort fest. Dann könnte ich hier auch noch einen Secret Key einfügen. Also hier kann ich einfach eine beliebige Zeichenfolge generieren. Dann könnte ich hier eine URL eintragen, unter der ich das Ganze erreichbar machen möchte. Und ich möchte das Ganze erreichbar machen unter HTTP und dann die IP-Adresse von dem NAS. Und als Port brauche ich nicht 8010, sondern was anderes, wenn bereits auf dem Port 8010 mein echter Paperless-Container läuft. Also nehme ich hier einfach mal 8011. Dann gehe ich einen Schritt weiter. Bei Walkie lasse ich die Version 9. Postgres ist in der Version 18 okay. Bei Paperless muss ich tatsächlich die Version jetzt ändern. Und zwar gehe ich zu Docker Hub und suche nach Paperless-Nginx. Und jetzt gucke ich mir an, was es für Tags gibt. Und ich sehe hier den Tag 3.0.0-beta RC1 und den möchte ich haben. Ich sehe hier auch, es gibt den Tag Beta. Der ist sogar vor einer Stunde gepusht worden, also der ist noch einen Tag jünger. Aber ich möchte jetzt einfach mal bei diesem Release bleiben. Das gebe ich jetzt hier ein. Bei Gutenberg lasse ich Version 8 stehen und bei Tika gibt es, glaube ich, inzwischen die Version 3.3.3.0. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich suche hier nach Tika und im Container Apache Tika sehe ich hier 3.3.0.0 gibt es. Und inzwischen sehe ich hier, wird gerade die Version 4.0 entwickelt. 3.3.0.0 gebe ich hier ein, drücke auf Weiter. Hier die User-ID und die Gruppen-ID kann ich anpassen. In meinem Fall sehe ich sie hier in meinem Docker-Projekt, also 1000 und die Gruppe 10. Falls ihr euch aber auf einem anderen Gerät befindet, wo das nicht direkt angezeigt wird, müsst ihr einfach in einem Terminal ID eingeben. Hier kann ich auswählen, ob sich ein Reverse Proxy auf dem Gerät befindet. Das brauche ich jetzt hier nicht. Ich drücke Weiter. Beim Filename Format ist wichtig, was ihr hier einstellt.
Damit legt ihr fest, wie eure Ablage funktioniert. Also wie die Dateien heißen und so weiter. Hier gab es auch schon Verwirrung, glaube ich, ein bisschen darüber. Ich kann hier aus diesem Slash ein Unterstrich machen und dann würde der Ordner 2024 angelegt werden und die Datei hieße dann Gesellschaft, also Korrespondent, Unterstrich und dann der Titel der Datei. Ich kann hier auch noch weitere Sachen hinzufügen, die noch dazu gepackt werden. Also zum Beispiel wähle ich hier aus den Dokumententyp und dann bei Dokumententyp sage ich hier auch Unterstrich, dann habe ich hier Gesellschaft, Unterstrich, Dokumententyp, Unterstrich und dann den Namen der Datei. Also das hier ist ein wichtiger Schritt. Ich drücke weiter und jetzt habe ich hier eine Docker Compose YAML und diese Docker Compose YAML, die kopiere ich. Ich merke aber, dass sie nicht komplett richtig ist, sondern ich habe hier bei dem Faden, da müsst ihr mal aufpassen, habe ich hier doppelte Slash-Zeichen. Das heißt also, hier entferne ich ein Slash, hier entferne ich ein Slash und hier an diesen Stellen entferne ich auch ein Slash, weil es nur Punkt Slash ist und nicht Punkt Slash Slash. Hier bei der Paperless URL wird mir das Protokoll zweimal angezeigt. Auch das entferne ich hier auch. Ansonsten, was ich auch noch mache, beim Service Broker habe ich hier nicht den Ordner Redis, sondern den Ordner Cache. Und da möchte ich das reinbinden, was sich im Container unter Data befindet. Und ansonsten kann ich das, glaube ich, so lassen, wie es momentan aussieht. Und jetzt drücke ich hier einfach mal bereitstellen, beziehungsweise ich muss das noch benennen. Ich nenne das Projekt Paperless 3 und als Speicherpfad wähle ich den Ordner, den ich gerade erstellt habe. Paperless 3 ist kein zulässiger Name. Ich nenne das Paperless Beta. Den Ordner habe ich ausgewählt. Ich drücke bereitstellen und jetzt passiert gar nichts, weil hier wieder steht, Großbuchstaben werden nicht unterstützt. Okay, also muss das Projekt heißen Paperless 3. Ich drücke jetzt auf bereitstellen. Diesmal funktioniert es. TK und Webserver werden heruntergeladen. Und hier muss man einfach ein bisschen warten. Jetzt wurden die Container erstellt und ich sehe hier einen Fehler. Dieser Fehler tritt im Prinzip nur beim Ugreen NAS auf und zwar der Paperless DB Container. Der startet immer wieder neu. Wenn ich ins Protokoll sehe, dann sehe ich hier, er konnte das Verzeichnis nicht erstellen. Permission ist denied. Das heißt, was ich jetzt hier mache, ist, ich nehme diesen Ordner DB und diesen Ordner DB, den packe ich in den Papierkorb. Und erst einmal stoppe ich das ganze Projekt. Also ich gucke jetzt nochmal, ob der Container da ist. Nee, der Container ist nicht da. Und außerdem, was ich auch noch vergessen habe, ist der Ordner Export. Das heißt, den lösche ich auch nochmal. Und den Ordner Export, den erstelle ich nochmal selbst. Ja, weil das hat einfach was mit den Berechtigungen zu tun. In den Eigenschaften sehe ich dann, dass ich der Eigentümer bin und bei den Berechtigungen ich die Zugriffe habe. Den DB-Ordner, den lösche ich auch. Der ist gerade wieder aufgetaucht. So, jetzt habe ich nur noch diese 5 Ordner. Und jetzt starte ich noch einmal dieses Projekt und der DB-Ordner wird jetzt hier automatisch erstellt. Also wenn ich das Ganze neu lade, habe ich hier den DB-Ordner mit dem Ordner 18 Docker und hier habe ich meine Datenbank. Jetzt laufen alle Container anscheinend. Ich sehe hier, die CPU-Last ist ein bisschen hochgegangen beim Paperless-Container. Mein NAS ist auch ziemlich laut geworden. Im Protokoll kann ich mir angucken, ob jetzt hier noch irgendwas erstellt wird oder das Ganze fertig ist. Hier sehe ich jetzt noch, andere Sachen werden hier installiert. Das heißt, ich warte immer noch ein bisschen, bis dieser Vorgang hier fertig ist. Jetzt scheint nichts mehr zu passieren. Das heißt, ich versuche das Ganze aufzurufen, indem ich die IP-Adresse nehme und dann den Port 8011 aufrufe. Ich bekomme jedoch einen Seitenfehler, weil ich habe den Port 8010 gebunden. So, ich drücke nochmal auf Beenden, ich stoppe das Ganze und ich wähle hier natürlich 8011 aus. Das heißt also, wenn der Port 8010 bereits belegt ist, dann habe ich die Möglichkeit hier diese Zahl einfach anzupassen auf einen Port, der noch frei ist. Außer ich habe einen Reverse Proxy auf diesem Gerät,
dann brauche ich das gar nicht, sondern kann das einfach über das Netzwerk des Proxys verbinden. Zu Reverse Proxies habe ich diverse andere Videos auf meinem Kanal. Jetzt drücke ich nochmal auf Starten. Diesmal sollte das recht schnell gehen und ich versuche diese Seite hier noch einmal neu zu laden mit dem Port 8011. Das heißt, ich drücke hier auf Aktualisieren, es lädt nichts. Nochmal versuchen, ich kann nichts aufrufen, ich gehe nochmal ins Protokoll. Hier sehe ich, es laufen doch noch irgendwelche Checks. Jetzt sehe ich hier Listening at HTTP 8000. Das heißt, jetzt könnte irgendwas hier passieren, aber es passiert noch nichts. Der Vorgang ist anscheinend immer noch nicht ganz fertig. Mein NAS ist immer noch laut. Jetzt ist mein NAS nicht mehr laut. Jetzt versuche ich die Seite nochmal neu zu laden. Und ich kann sie immer noch nicht aufrufen. Jetzt ist hier natürlich die Frage, was lief falsch? Also ich sehe hier, der Tika-Server ist gestartet. Ich sehe hier, Gothenburg ist gestartet. Ich sehe, Redis ist gestartet. Und bei DB sehe ich auch, dass die Datenbank gestartet ist. Das heißt, alles ist gestartet. Die Frage ist jetzt nur noch, warum kann ich Paperless nicht erreichen? Ich kann den Container nicht erreichen, weil ich nicht hier auf Neu bereitstellen, sondern hier auf Starten gedrückt habe wahrscheinlich. Ich drücke jetzt nochmal hier auf Neu bereitstellen und sage auch nochmal das neueste Image abrufen und drücke jetzt hier auf Bereitstellen. Damit wird jetzt auch nochmal ein neues Image von Gothenburg heruntergeladen und das neueste Image von Walkie. Hier ist es wichtig, dass ihr auch wirklich das neueste Image von Walkie benutzt, weil die erst vor einigen Tagen ein Sicherheitspatch herausgebracht haben. Also hier darauf achten, dass ihr das auch updatet. Ihr seht hier im Repository von Walkie, dass die Version 9.0.4 rausgekommen ist und hier ist die Upgrade Urgency Security. Also ihr solltet das definitiv updaten und das ist jetzt vor 16 Stunden herausgekommen. So, jetzt wurden die Container neu erstellt. Jetzt versuche ich die Seite noch einmal neu aufzurufen und ich erreiche immer noch nichts. Jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage, warum nicht? Hier laufen immer noch die Checks ab. Also der Container braucht ein bisschen, bis er wirklich gestartet wird. Jetzt sehe ich wieder Listening at HTTP und dann Port 8000. Und jetzt versuche ich das Ganze nochmal aufzurufen. Und diesmal erreiche ich Paperless Nginx. Und ihr seht schon, die wichtigste Änderung, das Logo ist jetzt erneuert worden. Ich kann jetzt hier ein Benutzerkonto erstellen. Das heißt, ich erstelle mir ein Benutzerkonto deployen. Und ich brauche irgendein Kennwort. Und ich drücke hier auf Registrieren. Und jetzt bin ich im Paperless drin mit dem neuen Logo. Das heißt also, die Installation war erfolgreich, auch wenn hier unten steht Version 2.20.15. Was ich jetzt hier machen kann, ist irgendein Dokument hochzuladen. Jetzt gucke ich mal, was ich so habe. Und ich habe hier ein Custom Medical Report aus meinem Medikeep-Video, was ihr euch angucken könnt. Bei Medikeep könnt ihr auch mit Paperless verbinden. Und hier habe ich meinen Medical Report daraus und habe das jetzt hier hochgeladen. Jetzt werden hier automatisch schon einige Sachen eingetragen, wie das Ausstellungsdatum. Also irgendwo wird hier wohl der 6.5.2026 drinstehen. Das stimmt aber nicht, sondern es war am 23.02.26. Das heißt, ich kann das hier ändern. 23.02.26. Ich sage hier Custom Medical Report. Als Korrespondent trage ich ein Medikeep. Ich füge das hier hinzu, sage hier als Zuweisungsalgorithmus Auto. Ich könnte hier auch noch irgendwas anderes auswählen. Drücke Speichern, Dokumenttyp, kann ich hier eingeben Medical Report und das hinzufügen, sage hier auch Auto. Jetzt lege ich hier auch noch ein Tag fest. Ich brauche zum Beispiel den Tag Medizin. Füge diesen Tag hinzu, kann mir jetzt hier irgendeine Farbe aussuchen dafür. Und dann sage ich hier auch Auto, drücke auf Speichern und habe jetzt hier mein Dokument gespeichert. Das heißt, wenn ich in meine Dokumente gehe, sehe ich hier, mein Dokument ist gespeichert und hat diesen Tag, hat den Korrespondenten und so weiter. Jetzt gucke ich mir auf meinem uGreen-NAS den Ordner Media an. Hier sehe ich den Ordner Documents und im Ordner Documents sehe ich hier das Archive und im Archive befindet sich hier gar nichts. Was ich aber habe, sind die Originals und hier habe ich den Medikeep Medical Report Custom Medical Report .pdf. Und
Das heißt, dieser Name hier, der ist neu. Also es ist halt nicht so, dass der Name nicht geändert wird beim Eintragen, sondern ich habe hier einfach festgelegt in Schritt 4 beim FileName Format, dass ich möchte, dass der Title, also der Originaltitel, im Dokumentennamen immer noch benutzt wird. Was ich hier auch machen kann, ist das Ganze nochmal auszuwählen und hier den Titel zu ändern und sagen, diese Datei soll heißen ID1 Medical Report und ich drücke auf Speichern. Und jetzt gucke ich nochmal hier nach und jetzt sehe ich hier in diesem Ordner, diese Datei heißt auch jetzt wirklich ID-1 Medical Report, weil das der Titel ist. Wenn ich nicht möchte, dass der Titel hier auftaucht, dann muss ich das Ganze hier an dieser Stelle ändern und hier statt Titel irgendwas anderes hinzufügen. Aber wichtig ist, dass dieses Slash bedeutet, das Ganze ist in einem Unterordner. Und wenn ich das aber auf ein anderes Zeichen ändere, dann ist es hier kein Unterordner mehr, sondern einfach in diesem Ordner, der Created hier heißt, gibt es dann dieses Dokument. Aber was ich nicht machen darf, ist diese Dokumente manuell hier drin anzufassen und sie hier drin umzubenennen oder umzuschieben. Das wäre einfach keine gute Idee. Ich hoffe, das beantwortet die eine Frage, die in meinen Kommentaren aufgetaucht ist. Die Sache, die ich jetzt hier habe, ist, ich habe hier dieses Feld Vorschlagen. Das gab es im Paperless Nginx Version 2 noch nicht. Und was ich auch noch habe, ist hier dieser Button Version. Den gab es auch noch nicht. Ich kann nämlich hier jetzt neuerdings eine neue Version hinzufügen. Und wenn ich hier eine neue Version hinzufüge, dann wird sich der Finder öffnen und ich darf wieder ein neues Dokument auswählen. Ich habe den Custom Medical Report jetzt auf meinem Host-System nochmal geändert. Jetzt drücke ich hier auf Neue Version hinzufügen und füge die neue Version hinzu. Und jetzt wird die zweite Version verarbeitet. Hier habe ich das Wort Custom einfach gehighlightet. Und jetzt habe ich hier einfach beide Versionen untereinander. Ich könnte hier auch das Ganze umbenennen und nicht nennen Version 2, sondern zum Beispiel könnte ich das nennen Review und dann hätte ich hier Version 1 und die Review-Datei, die ich erstellt habe. Und das ist schon ziemlich praktisch, weil so hat man dann nicht zwei unterschiedliche Dokumente, sondern könnte hier viele Versionen untereinander hinzufügen. So, jetzt ist die Frage, was ist hier dieses Feld Vorschlagen? Und dieses Feld Vorschlagen macht gar nichts, weil ich das nicht konfiguriert habe. Was ich machen kann, ist hier in die Einstellungen zu gehen. In den Einstellungen habe ich hier nicht so viel. Ich gehe nochmal in die Konfiguration und in der Konfiguration sehe ich einmal OCR-Einstellungen. Hier kann ich im Übrigen Sachen festlegen, wie OCR funktionieren soll. Ich habe hier neuerdings Barcode-Einstellungen. Ich glaube, die gab es vorher auch noch nicht. Und ich habe hier KI-Einstellungen. Und was ich machen kann, ist hier KI zu aktivieren. Und dann brauche ich hier ein LLM-Einbettungs-Backend, Einbettungsmodell, Backend, Modell, API-Schlüssel, Endpunkt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist es? Ich würde in meine Dokumente nicht so gerne ein externes Modell einbinden. Auf meinem NAS befindet sich auch keine Grafikkarte. Aber ich denke, dass dieser Teil viele interessieren wird. Also versuche ich mal, die KI zu aktivieren. Ich drücke hier auf das Informationszeichen, weil ich das vorher nicht getestet habe. Und jetzt muss ich hier nach LLM suchen. Das Problem ist hier, das Wort LLM wird überhaupt nicht in der Anleitung gefunden. Und KI kommt auch als solches nicht wirklich vor, weil diese Anleitung ist immer noch für die Version 2.20 und nicht für die Version 3.0.0 geschrieben. Das heißt also, was ich hier mache, ist nochmal zurückzugehen und ich gehe hier in den Branch Beta und gehe hier in die Dokumentation rein. Also einmal gibt es hier eine Anleitung, wie man das Ganze migrieren kann. Und hier sehe ich, ich muss neue Umgebungsvariablen festlegen. Hier steht in der Anleitung, früher hat man die DB-Engine nur gebraucht, um MariaDB zu benutzen statt PostgreSQL. Und jetzt wird es aber explizit festgelegt. Das heißt, es ist eine gute Sache, das hier auch noch zu übernehmen und in die Docker Compose YAML einzufügen. Weil ab irgendeinem Zeitpunkt könnte es dazu kommen, dass ansonsten das Ganze nicht mehr starten wird.
Das heißt, ich füge hier Paperless DB Engine hinzu und ich könnte das jetzt neu bereitstellen, aber bei mir funktioniert alles. Insofern lasse ich das jetzt erst einmal sein. Ich sehe hier Advanced Database Options, die ich auch noch einzeln festlegen kann. Hier sehe ich OCR Options, die ich festlegen kann. Hier sehe ich, der Search Index wurde gewechselt. Es gibt auch noch andere Dinge, die ich hier festlegen könnte. Falls ihr eine ganze Pipeline an Paperless gebaut habt, testet wirklich ausgiebig vor eurem Upgrade, ob alles immer noch genauso funktioniert. Jetzt gehe ich mal hier in die Konfiguration.md und gucke mir hier an, ob ich hier irgendwas über LLMs finde. Also ich öffne die Suche und suche nach LLM und ich sehe hier Paperless AI Enabled, Defaults to False, aber ich habe das ja jetzt hier an dieser Stelle aktiviert. Jetzt brauche ich hier ein LLM Embedding Backend String und hier brauche ich this can be either OpenAI-like or Hugging Face. Was ich brauche ist OpenAI-like, also kopiere ich das hier. Achso, und das gab es auch nur zur Auswahl. Das hätte ich mir auch gleich angucken können. Ich brauche das Embedding Model. Ich brauche das LLM Backend. Bei LLM Backend kann ich auswählen, ob es OpenAI-like ist oder Ollama. Und hier möchte ich beim Backend Ollama auswählen, weil ich möchte das Ganze lokal laufen lassen. Dann habe ich hier ein LLM Model. Ich habe einen API Key und einen Endpoint und Allow Internal Endpoints. Also das hier muss True sein. Das ist auch standardmäßig auf True gesetzt. Hier gibt es einen AI LLM Index Taskcron. Der ist standardmäßig auf 10.2, also einmal am Tag. Ich kann das Ganze aber auch ändern. Und auf deploy.de gibt es einen Cronjob-Generator. Und hier habe ich halt dieses 10.2. Das bedeutet, jeden Tag wird es ausgeführt um 2:10 Uhr. Ich kann das Ganze aber natürlich auch irgendwie anpassen und sagen, ich möchte lieber, dass es um 7:10 Uhr ausgeführt wird. Jetzt ist das irgendwie zusammengebrochen. Wenn ich hier habe ich 8:10 Uhr, 7:10 Uhr wird irgendwie aus irgendeinem Grund nicht erlaubt. 9:10 Uhr ist okay, 10:10 Uhr ist okay. Der Rest davon sollte sich eigentlich von selbst erklären. Das heißt, was ich jetzt hier mache, ist Ollama hier auch noch hinzuzufügen. Also ich möchte auch noch Ollama haben und dann brauche ich einen Container nehmen. Den nenne ich Paperless-Ollama. Falls ihr schon eine Ollama-Instanz auf eurem Server habt, könnt ihr natürlich die verbinden. Dann brauche ich irgendein Image von Ollama. Und ich suche in Docker Hub, was die aktuelle Versionsnummer ist. Ich möchte hier die Version 0.23.1 benutzen. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, die gleiche Version wie ich in diesem Video zu benutzen, wenn ihr Ollama/Ollama in der Version 0.23.1 benutzt. Im Ordner Paperless 3 brauche ich jetzt den Ordner Ollama. Und diesen Ordner Ollama, den möchte ich binden als Volume. ./Ollama soll gebunden werden an /root im Container, also an /root und dann noch .Ollama. Also hier /root und dann /Ollama. Und ansonsten brauche ich, glaube ich, erstmal hier gar nichts, außer ich habe eine Grafikkarte. Dann sollte ich sie diesem Container auch zur Verfügung stellen. Aber das habe ich nicht. Das heißt, ich kopiere hier auch noch das Netzwerk runter und das Restart unless stopped. Worauf ich auch noch aufpassen sollte ist, bei den Containernamen ist es natürlich auch so, dass es sein kann, dass es mit meinen echten Paperless-Containern kollidiert, falls ich mein echtes Paperless auf diesem Server hätte. In diesem Fall müsste ich dann auch hier an jede Stelle einfach eine Zahl ergänzen, damit die Container anders heißen und von den echten Containern unterschieden werden können. Jetzt habe ich hier den Ollama-Container definiert. Ich drücke auf Neu bereitstellen und warte jetzt darauf. Ich sage hier das neueste Image abrufen, obwohl das in diesem Fall egal ist. Drücke auf Bereitstellen. Es dürfte nur der Ollama-Container heruntergeladen werden. Hier werden jetzt 4 GB heruntergeladen.
Das kann ab und zu ein bisschen dauern. Ich gehe schon mal auf die Suche nach Ollama-Modellen und gucke mir hier an, was es alles gibt. Zum Beispiel könnte ich das neue Modell GEMA 4 benutzen, aber die Frage ist natürlich auch, wie viel schafft mein Server tatsächlich auszuführen. Ich habe Gutes von Gwen 3.6 gehört. Ich versuche jetzt einfach mal GEMA 4. Also ich gehe hierhin zurück. Nach 90 Sekunden ist das Ganze immer noch nicht fertig. Hier muss ich mich ein bisschen gedulden. Nach etwas über 2 Minuten wurde das Image jetzt heruntergeladen. Die Container werden jetzt gestartet. Paperless wurde gestartet. Ich drücke hier OK. Ich gehe ins Protokoll und gucke mir an, ob hier noch alles okay ist. Und momentan sieht alles okay aus. Und hier lädt weiterhin Paperless. Was ich jetzt aber machen muss, ist zu Paperless-Ollama zu gehen und hier ein Terminal im Paperless-Ollama-Container auszuführen. Wenn ihr jetzt kein Ugreenas benutzt, sondern euren Raspberry Pi oder euren Ubuntu-Server, dann müsst ihr natürlich einfach ausführen sudo docker compose exec und dann euren Container auswählen, also Paperless-Ollama, und dann möchte ich im Terminal ausführen den Befehl /bin/bash. Ich drücke hier auf Bestätigen und jetzt bin ich im Container. Jetzt möchte ich hier ausführen Ollama run und dann möchte ich hier GEMA 4 herunterladen. Und zwar GEMA 4, nicht einfach GEMA 4, weil das schafft mein NAS definitiv nicht, sondern ich versuche hier GEMA 4 E2B zu benutzen. Also nehme ich das hier und füge das hier ein. Ollama run GEMA 4 E2B, drücke Enter. Jetzt wird dieses Modell heruntergeladen. Das heißt, jetzt werden hier nochmal 7 GB heruntergeladen, das muss man beachten. Und ich sehe hier im Ollama, gibt es jetzt hier die Modelle. Und das heißt, ich habe jetzt hier irgendwo das Modell mit 6,6 GB. Das dürfte dieses Modell sein, was gerade heruntergeladen wird. Also GEMA 4 E2B. Hier ist das Ganze jetzt fertig. Das heißt, ich gehe jetzt wieder raus aus dem Terminal. Und jetzt versuche ich das Ganze zu verbinden. Beim LLM-Modell gebe ich jetzt ein GEMA 4 E2B. Da brauche ich noch ein LLM-Einbettungsmodell. Das heißt, hier gehe ich nochmal zu den Modellen, drücke auf Embedding und nehme jetzt hier den Nomic Embed Text V2 Mo. Jetzt muss ich nochmal in mein Paperless-Ollama gehen. Hier gehe ich ins Terminal. Ich führe bin bash aus und sage Ollama run und dann dieses Nomic Embed Modell und das gebe ich hier auch an als Einbettungsmodell. Ein LLM API Schlüssel habe ich nicht und als Endpoint habe ich hier jetzt festgelegt, ich glaube Ollama, hier habe ich das heruntergeladen und der hat jetzt einen Fehler ausgespuckt, aber es ist heruntergeladen. Was ich hätte auch ausführen können, wäre Ollama pull und dann dieses Modell, dann würde es einfach heruntergeladen werden, ohne dass mir ein Fehler angezeigt wird. So, jetzt entferne ich wieder das Terminal und ich kriege jetzt hier neuerdings Fehler wegen Zeitüberschreitung. Zeitüberschreitung bei der Anfrage. Ich lade mal die ganze Seite nochmal neu. Ich gehe ins Projekt nochmal. Ich sehe hier übrigens, dass mein RAM jetzt inzwischen deutlich gestiegen ist. In die Compose-Konfiguration und hier heißt das Ganze bei mir Ollama. Und das heißt, hier in meine Einstellung gebe ich auch ein HTTP //Ollama mit dem Port. Und jetzt brauche ich den Standardport von Ollama. Hätte ich mir natürlich gleich merken können. Und zwar ist es der Port 11434. Den füge ich hier hinzu und ich drücke auf Speichern und hoffe einfach auf das Beste. Was ich jetzt mache, ist jetzt wieder zu meinem Dokument zu gehen und jetzt nochmal auf Vorschlagen zu drücken. Jetzt dreht sich hier so ein Rad und mal gucken, ob gleich irgendwas passiert oder ob hier alles fehlschlägt. Ich gucke hier nochmal schnell, bevor der ganze Server abstürzt, was hier jetzt gerade passiert. Der RAM steigt jetzt hier an, die CPU-Last steigt. Die CPU-Last liegt bei 100% im Prinzip. Also wenn ich jetzt in den Task Manager gehe, dann sehe ich, die CPU-Temperatur ist jetzt schon relativ hoch. Die CPU-Auslastung liegt bei 100%. Das hier ist ein Modell, wofür mein NAS überhaupt nicht ausgelegt ist. Und hier ist immer noch gar nichts fertig.
sondern es lädt einfach. Ich gucke ins Protokoll, was hier passiert. Ich sehe hier auch noch ein paar Fehler. Das lädt hier immer noch. Hier sehe ich Fehler beim Abrufen der Vorschläge. Und ich sehe hier, ich bekomme den Fehler 500. Ich sehe hier ein Read Timeout, Timed Out. Der erste Versuch hat nicht geklappt. Was ich jetzt aber mache, ist ein anderes LLM-Modell zu nehmen, weil das jetzt ein bisschen zu groß war. Ich gehe nochmal auf Modelle. Ich gehe hier zu Gwen 3.5 und lade mir bei Gwen 3.5 das Modell mit 2b herunter. Ich gehe in den Container Paperless Ollama, führe hier ein Terminal aus und sage hier Ollama pull und dann Gwen 3.5 Doppelpunkt 2b. Jetzt werden nochmal 2,7 GB heruntergeladen und die trage ich hier auch als Modell ein. Gwen 3.5 Doppelpunkt 2b und ich kann das Ganze hier jetzt auch speichern. So, jetzt wurde das Modell heruntergeladen. Ich gehe jetzt nochmal hier hin und drücke auf Vorschlagen. Mal gucken, was diesmal passiert. Die CPU-Last steigt mal wieder. Diesmal hält sich das bisher noch im Rahmen. Hier läuft wieder dieser Kreis. Jetzt ist es wieder bei 100%. Aber hier ist das Problem, ich sehe hier, der Post zu HTTP Ollama Embeddings wurde nicht gefunden. Ich lösche die LLM-Einbettungs-Backend und dieses Modell. Also ich habe KI aktiviert, LLM-Backend ist Ollama, LLM-Modell ist hier mein Modell und LLM-Endpunkt ist der hier. Wenn ich das in der Dokumentation richtig lese, dann brauche ich das Embedding-Backend für ein Rack. Ich möchte aber gar kein Rack mir zusammenbauen, sondern ich möchte ja einfach nur Empfehlungen haben. Also lasse ich das jetzt mal weg und gucke, was passiert, wenn ich jetzt auf Vorschlagen drücke. Ich drücke wieder auf Vorschlagen. Jetzt wird hier wieder irgendwas gemacht. Sehe ich hier, Ollama wurde gestartet in 16 Sekunden. Wie sinnvoll das Ganze ist, hier lokale Modelle zu verwalten, sei natürlich irgendwie dahingestellt. Und wenn man das ernsthaft machen möchte, braucht man wahrscheinlich irgendeine Grafikkarte oder zumindest eine CPU mit einem starken Grafikchip. Oder man hat eine sehr starke CPU. Also in meinem Fall bringt es hier jetzt nicht so viel. Der Container ist ein bisschen überlastet. Aber mal gucken, was diesmal rauskommt. Oder ob er nach einer Minute wieder das Ganze abbricht. Hier sehe ich jetzt wieder ein Timeout. Und zwar kriege ich hier den Fehler 500 nach 2 Minuten. Ich versuche jetzt nochmal ein anderes Modell. Und zwar das Modell Gwen 3.50.8b. So, jetzt wurde es heruntergeladen. Das heißt, ich kann jetzt wieder das Terminal entfernen. Ich lade die Seite nochmal neu, weil sie jetzt wieder irgendwie abgestürzt ist. Ich gucke mir das Projekt nochmal an. Momentan läuft alles. Jetzt gehe ich hier in meine Konfiguration und ändere unter den Einstellungen das Ganze zu Gwen 3.5 mit 0,8 Billionen Parametern, also 0,8 Milliarden Parameter. Ich speichere das Ganze. Ich gehe wieder zu meinem Medical Report und ich drücke auf Vorschlagen und gucke, was diesmal passiert. Ich gucke wieder ins Protokoll. Das Ganze wird jetzt wieder geladen. Noch ist die CPU relativ weit unten. Hier steht jetzt Model failed to load. Ich kann hier nochmal GEMA 3 ausprobieren. GEMA 3 270M. Ollama pull. GEMA 3. Und dieses Modell trage ich hier auch ein in die Konfiguration. GEMA 3 270M. Und ich drücke auf Speichern. Jetzt muss ich hier warten, bis hier Success steht. Und hier gehe ich jetzt wieder zu meinem Dokument und drücke auf Vorschlagen. Und ich sehe schon einen Fehler 500. Dieses Modell hat anscheinend nicht die richtigen Endpunkte oder sowas. Ich muss doch ein anderes Modell benutzen. Okay, ich möchte jetzt Llama 3.21b benutzen. Ich drücke auf Speichern. Jetzt muss ich dieses Modell aber auch natürlich auch noch herunterladen. Jetzt habe ich gleich Llama 3.2. Jetzt wird der Download geprüft und der Download war okay. Jetzt habe ich das Ganze hier schon gespeichert. Ich gehe wieder hier hin, drücke auf Vorschlagen. Diesmal lädt es wieder. Mal sehen, ob das Ganze wieder abstürzt. Die Sache ist, dass irgendwo ein Timeout von 2 Minuten eingestellt ist. Und nach 2 Minuten hört das Ganze auf zu laufen anscheinend. Das Ganze lädt hier immer noch. Hier bekomme ich wieder ein Batch Request von API Documents, AI Suggestions. Da war wieder der Fehler. Die Sache ist, dass bei mir das Ganze auch einfach viel zu schwach ist. Was ich jetzt machen kann, ist natürlich einfach ein externes Modell über OpenRouter hinzuzufügen. Das empfehle ich aber keinem tatsächlich in seine echte Umgebung einzufügen. Also ich melde mich jetzt hier mal an. In OpenRouter erstelle ich mir einen neuen Key. Den nenne ich Paperless. Diesen Key füge ich hier ein. Bei LLM Backend habe ich jetzt ein OpenAI-like Backend. Als LLM Modell
kann ich mir jetzt hier tatsächlich irgendein Modell aussuchen, was ich verwenden möchte. Ich wähle hier Google Gemini aus, /Preview, das kopiere ich mir, lasse das Ganze hier enden mit V1, drücke auf Speichern, gehe in den Medical Report, drücke auf Vorschlagen. Diesmal passiert irgendetwas endlich. Und jetzt sehe ich hier einen neuen Vorschlag und auch noch weitere Vorschläge. Also ich habe hier neue Tags hinzubekommen, die ich auswählen kann. Zum Beispiel kann ich hier sagen, das soll den Tag haben Medical Report, es soll den Tag haben Lab Results, es soll den Tag haben Blutbild, es soll auch den Tag haben Bluttest, also Blood Test, Confidential und Lab Results als Name, als Dokumenttyp. Und dann habe ich auch noch den Vorschlag, dass mir der Korrespondent Admin User erstellt wird statt Medikeep. Ob das so wirklich Sinn macht, bin ich mir nicht so sicher. Ich habe hier auch einen neuen Vorschlag. Das heißt also, diese Vorschläge hier haben dafür gesorgt, dass sich hier weitere Tags mir vorgeschlagen werden. Ich bin der Meinung, dass zu viele Tags das Ganze ein bisschen unübersichtlich machen. Also ich würde hier auf keinen Fall Blutbild und Blatttest als Tags hinzufügen, weil es einfach zu viele Tags sind. Ich weiß nicht, ob ich Confidential wirklich als Tag brauche. Kann ich auch weglassen. Blutbild finde ich okay. Medical Report weiß ich nicht, ob ich das brauche, wenn ich das schon als Dokumententypen habe. Und Lab Results weiß ich auch nicht, ob ich das brauche. Und eine weitere Neuerung, die ich jetzt aber nicht testen kann, ist, dass die Suche verändert wurde. Also angeblich soll sie jetzt besser funktionieren, aber ich habe jetzt hier einfach in diesem Testbereich nicht genug Dokumente drin, um das wirklich abzugleichen, wie das dann ist, wenn da 10.000 PDF-Dateien drin sind. Wichtig ist, dass ihr auch schaut, was es hier Neues gibt bei den Releases. Also in dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video guckt, könnte es sein, dass Paperless Nginx bereits im Release Kandidat 2 vorliegt oder bereits aus der Beta vielleicht herausgekommen ist. Dann müsstet ihr natürlich überlegen, wie wollt ihr das Ganze upgraden. Und wenn die Installation nicht klappt, müsstet ihr natürlich auch gucken, hat sich irgendwas verändert, beziehungsweise braucht ihr irgendwie sowas wie eine neue Umgebungsvariable. Falls euch das interessiert, würde ich Ollama nochmal in einem separaten Video testen. Da würde ich dann andere Hardware benutzen, wo ich ein bisschen mehr Leistung habe. So auf diesem Server ergibt es irgendwie keinen Sinn. Das dauert auch viel zu lange. Auf der anderen Seite würde ich halt keine externen KI-Dienste anbinden, um meine persönlichen Dokumente alle auszulesen. Was ich jetzt auch nochmal mache, ist in die Benutzer und Gruppen zu gehen. Hier kann ich neue Gruppen hinzufügen und hier bestimmte Berechtigungen freigeben. Das war aber auch früher so ähnlich. Was ich jetzt aber auch inzwischen machen kann, ist auch ohne, dass ich einen Benutzer hinzufüge, dieses Dokument hier auszuwählen und ich kann sagen, ich möchte das Ganze versenden. Und zwar kann ich hier ein Freigabe-Link-Paket erstellen. Das heißt, ich wähle jetzt die Dokumente ab und sage, ich möchte das Ganze freigeben für 7 Tage. Ich erstelle einen Link und jetzt habe ich einen Link und jetzt öffne ich hier im Browser ein Inkognito-Fenster. Das heißt also, ich bin nicht mehr im Paperless angemeldet. Was ich natürlich immer noch bin, ist in meinem eigenen Netzwerk. Und jetzt rufe ich das Ganze auf und jetzt sehe ich hier, dass ich diese Dateien herunterladen kann. Sobald ich da drauf drücke, habe ich hier meine ZIP-Datei und in dieser ZIP-Datei befindet sich die PDF. Und zwar interessanterweise befindet sich dort die PDF ohne dieses markierte Custom. Also wenn ich jetzt hier nochmal auf Freigabelink drücke, ich drücke auf Erstellen, jetzt habe ich hier einen Link. Jetzt gehe ich wieder in das private Fenster und versuche das aufzurufen. Dann sehe ich hier diesen Bericht. Komischerweise immer noch die erste Version ohne das Markierte. Also ich bin hier nicht so sicher, ob das hier mit Version 1 und Version 2 klappt. Irgendwie hat er die Version 1 freigegeben. Vielleicht gibt es hier auch noch einen Bug. Da bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Man könnte auch nachgucken, ob dieser Bug schon gemeldet wurde. Hier unter Paperless Nginx. In dem Repository findet ihr hier die Issues. Hier gibt es keine Issues, die offen sind. Sind alle inzwischen geclosed. Hier gibt es viele Bugs,
die gemeldet wurden, wobei bei vielen der Tag dazu geschrieben wurde, not a bug. Ich weiß hier nicht so wirklich, wie hier der Status ist des Ganzen. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht Version 2 teilen, aber Version 1. Und ich glaube, dass das hier sehr praktisch ist, weil ich kann auch mehrere Dokumente gleichzeitig auswählen und einen Link versenden mit einem Link zu meinem Server. Jetzt in meinem Fall müsste man natürlich sich auch in meinem Netzwerk befinden, um darauf zuzugreifen. Wenn man das Ganze mit einem Reverse Proxy freigibt, dann könnte man natürlich auch mit anderen Personen das Ganze teilen, wie zum Beispiel mit seinem Steuerberater oder sowas. Das könnte in bestimmten Situationen sehr sinnvoll sein. Ansonsten kann ich hier natürlich auch die Datei auswählen und hier auf Berechtigungen drücken. Dann kann ich auswählen, wer sich diese Datei auch anzeigen lassen darf. Also bei mir gibt es jetzt momentan nur mich, aber wenn es hier auch noch mehrere Leute gäbe, könnte ich hier sagen, dass mehrere Leute auf meinen Medical Report zugreifen dürfen. Ich glaube, in der Version 2 war das auch noch nicht ganz so gelöst. Ich wollte auch noch ein Video dazu machen, wie man sinnvoll mit mehreren Personen gleichzeitig Paperless benutzen kann. Ich weiß aber nicht, ob da Interesse dran besteht. Oder beziehungsweise, ob ich warten sollte, bis Version 3 wirklich veröffentlicht ist und mir das Ganze dann da nochmal angucken. Ansonsten ist alles gefühlt wie gehabt. Ich kann hier mir meine Tags angucken. Ich sehe hier meine Korrespondenten, meine Dokumententypen. Ich kann die dann auch einzeln bearbeiten. Und das Wichtigste ist, ich kann meine Dokumente wiederfinden. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, was eure Lieblingsfunktionen sind oder auf welche Funktionen ihr noch wartet. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr bereits auf Paperless Version 3 geupdatet habt oder noch mit Version 2 arbeitet oder überhaupt nicht Paperless benutzt, weil ihr lieber ein anderes Programm dafür verwendet oder all eure Dokumente einfach manuell in Ordnern speichert. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.